so der typische Satz, ja, das ist doch ein Männersport. Das ist doch kein Sport für eine Frau. Wo ich ein bisschen emotionaler reagiere. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich nicht meine Beziehung zu meinem Körper gestruggelt habe. Ich habe mich eigentlich immer zu viel gefühlt, zu dick gefühlt, hässlich gefühlt. Mein Körper war für mich wie einfach eine Baustelle, die nicht richtig ist. Wenn man auf einem gewissen Level kommt im Powerlifting, das ist nicht nur an der Stange laufen und ziehen. Es muss schon 1:1 stimmen und ich muss auch von mir überzeugt sein, weil jeder Millimeter zählt und jeder Gedanke. Bin gespannt, was da jetzt so kommt. Ja, das passt schon. Du bist ausgelaugt und ich meine, es sind 98 Kilo, gell? Das ist viel, aber das ist gut. Du musst maximal ausgelaugt sein am Schluss vom Peking. Das ist okay. Ich habe es am Anfang mega weird gefunden. Ich habe Bodybuilding am Anfang richtig strange gefunden. Und ich habe mir also gedacht, was ist mit diesen Menschen? Warum machen die das? Und habe dann aber irgendwie nach ein paar Monaten so gemerkt, ah shit, irgendwie lebe ich auch schon voll mit einer Bodybuilderin. Also mich tut eigentlich nichts abgrenzen von den Menschen, die Bodybuilding machen, außer dass ich mir das Label nicht gebe. Und dann irgendwann bin ich so gesehen, ah come on, ey, also es ist wirklich eigentlich nur ein Label. Du machst das wirklich, you live and breathe it. Und dann ist also der Wunsch halt auch mit Wettkampf-Bodybuilding. Perfect, Lara. Der allererste Wettkampf, der war sehr besonders, weil dort einfach so alle kleinen Momente, die eben auch komisch waren, irgendwie keine Ahnung, getannt werden und halt einfach mit so vielen anderen Athletinnen nackt vor einem fucking Föhn zu stehen und die Arme aufzuheben und zu warten, bis der Tan trocknet. Und es ist so absurd, so Sachen. Das war so cool, weil ich also gedacht habe, oh mein Gott, was machen wir da eigentlich? Für zum Deadliften könnt ihr Deadlift-Socken nehmen. Vor allem gewisse Leute blüten halt bei den Beinen, wenn du die Stange wirklich extrem fest an den Beinen entlang ziehst. Dann haben wir natürlich Gürtel. Das könnt ihr auch mal umgeben, die es nicht kennen. Und dann gehe ich runter. Und dann gehe ich nicht so, weil da verliere ich Kraft. Dann ziehe ich zum Kopf eher rauf. Also ich tue eigentlich so anspannen, den Latt runterziehen und dann zum Kopf rauf. Ich habe mich sehr geschämt. Ich habe sehr Angst gehabt, dass ich Fehler mache, dass ich mich blamiere. Ich habe das Gefühl, es schauen mich alle an. Was ich so erlebt habe, ist auch, dass Leute ungefragt sind spotten kommen. Also nicht Leute, Männer. Ich habe aber im privaten Umfeld von Frauen so Feedback bekommen. Ah, willst du nicht lieber Yoga machen? Das ist doch viel gesünder. Oder die Handgelenke von einer Frau sind viel zu zart oder so. Und ich fokussiere mich so ein bisschen. Dann schaue ich rauf. Dann kommt Squat. Genau, dann gehe ich runter. Und dann kann ich rein. Rack. Ich hoffe natürlich schon, dass wir durch unseren Wettkampf eine Plattform bieten halt einfach, weil sie sonst vielleicht gar nicht wissen, wie komme ich denn überhaupt in so eine Bubble rein oder zu so Leuten, die das machen. Weil ich immer wieder im Austausch mit anderen Frauen merke, wie sehr sie sich genau wegen so Vorurteilen blockieren, um mal an einem Wettkampf mitmachen, um eine Übung auszuprobieren, wo sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, dass sie es eben technisch falsch machen, weil ich halt auch mal an dem Punkt war. Ja, muss schon noch können, nicht, dass sie wegklappt. Ja. Start. Press. Rack. Ja.
Jetzt haben wir noch 3 Wochen bis zum Wettkampf und das sind die wichtigsten. Also das sind die eigentlich entscheiden, ob du das, was du trainiert hast, auf einer Plattform auch umsetzen kannst. Das ist die Schweizer Meisterschaft. Das wird dann somit die Quali für die WM in Paris, wo ich das Jahr noch machen werde. Das ist eigentlich die beliebteste Phase für jeden Powerlifter, wenn er eigentlich wirklich an seinem echten Maximum darf tragen darf. Und wie ist das so der wahre Sport für mich jetzt persönlich, weil Powerlifting ist ja Maximalkraft. Und da ist das erste Mal, wo man wieder ein bisschen so dran rumtaschen darf. Und es macht Spaß. Es ist einfach dann so, man sieht den Progress. In dieser Zeit siehst du, wie viel besser ungefähr dass du geworden bist vor dem Wettkampf. Oh, das sieht geil aus. Ja, mega. Ich sehe gar keine Pläne, aber... Ja, ich werde gut satt sein nachher. Ich mache von dir noch eins. Lara, kannst du schnell lachen? Das ist so ein perfektes letztes Meal vor der Prep, ganz ehrlich. Ja. Nochmal alle Konsistenzen. Oh. Geil. Geil. Es sieht fast aus, als würden wir Wein trinken. Ja. Ich war an einer WM, wo die gesehen haben, dass ich irgendwo bei 195 Kilo bin. Ist die ganze Halle, also das war eine riesige Sporthalle, sind alle, aber wirklich alle, runtergerutscht auf meiner Plattform, fangen an zu ziehen und hören um die 50 Stimmen schreien: «Go Gina!» Das war einfach geil. Und es ist nicht der Weltrekord an sich, aber es sind die Monate, die du vorher schaffst, wo du alles so bewegst, dass das stimmt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass deine Arbeit an Tag X auch so funktioniert, wie du das willst. Es ist nicht gesundheitsorientiert, Wettkampf-Bodybuilding zu machen. Das Wettkampf-Bodybuilding ist eigentlich wie eine Extremform, wo du dann wirklich auch die Körper an so einen Punkt bringst, wie du ihn dann auf die Bühne stellst. Im Bodybuilding tut man sich immer auf einen Wettkampf vorbereiten, auch in der Off-Season. Off-Season bedeutet eigentlich einfach, dass man nicht am Diäten ist. Jetzt im Moment geht es auch darum, dass mein Körpergewicht runtergeht. Idealerweise verliere ich aber nicht Muskulatur, sondern halt Körperfett, damit einfach die Muskeln, die alle da sind, mehr vorkommen. Und wenn das Fett weggeht, es ist auch recht so eine optische Illusion, sieht man plötzlich auch viel muskulöser aus tatsächlich. So ein Vorurteil, das wir Bodybuilder ihnen mega oft so ein bisschen vor die Füße geklatscht bekommen, dass wir so oberflächlich sind. Niemand würde so eine Prep machen und das so durchstehen und so in so eine Shape reinkommen, wenn es nur ums Aussehen geht. Du musst irgendwie dem noch etwas anderes abgewinnen, was noch tiefer ist. So oberflächliche Gründe, um einen Sport zu machen, reicht nicht, um solche Leistungen zu erbringen. Der Schliffs Cup ist der erste Frauenwettkampf, der reine Frauenwettkampf in der Schweiz. Und wir haben 35 Athletinnen.
Schon? Ja, ja. Oh, was der Pulli abziehen. Hey, oh, wow. Haha. Kannst du schon mehr? Doppelt so viel. Ja, ich bin jetzt einmal dran, Mami. Magst du? Komm, ich mache es zwei. Ja, das geht schon. Hey, wow. Weißt du ja nicht. Sand Baby. Aber ich habe mal die Idee in den Raum gerührt, bring your mommy mit. Und da sollen dann die Mamis machen. Auch liften und sie kann Aha, gratis liften. Aha, und alle schauen zu. Bring your mom mit. Nein, die macht nicht Powerlifting. Mamis. Sexy, hä? Wenn du so Zweifel hast und denkst, Scheiße, du musst jetzt liefern, weil es haben ganz viele Leute für dich gesponsert, es haben mega viel an dich geglaubt. Und alle erwarten immer von mir, mega stark zu sein. Das merkst du einfach schon extrem jetzt mit dem Powerlifting. Gehen immer alle davon aus, dass ich alles easy wegstecke. Ich war lange schwer für meine Körpergröße und habe dann später abgenommen, weil ich das cool gefunden habe, dass ich Gewicht verloren habe und dass ich vielleicht wieder schlank könnte sein und so vielleicht wieder mehr Selbstbewusstsein habe. Ich war am Punkt, wo ich nicht einmal 1000 Kalorien gegessen habe. Zufrieden bin ich gleich nicht. Ich bin gelobt worden für zu dünn zu sein. Und heute erlebe ich das Gegenteil. Heute habe ich so, kannst du mir einen Tipp geben, aber ich will nicht so grosse Arme wie du. Ich bin der Meinung, keiner hat das Recht, irgendeinen Körper zu beurteilen. Weder positiv noch negativ. Aktive Senioren. Jö. Das würde ich gerne machen, wenn ich darf. Ja. Genau, also herzlich willkommen. Ich bin Lara und wir machen heute zusammen die Führung hier durch die Ausstellung Gesundheit. Ihr werdet auch ein bisschen aktiv sein. Ich würde euch sagen, ihr dürft sehr gerne ins Wartezimmer und dort Platz nehmen und warten. Und ich werde euch dann dort abholen, sobald wir terminfrei haben. So, selbstständige Fahrt. Macht euch Schoki aber glücklich? Ja. Fühlt ihr euch gesund, wenn ihr glücklich seid? Ah, okay. Ja, für dich. Geil.
Hallo, liebe Alina, danke schön für die Check-in von dieser Woche. Hey, ich glaube, in dieser Woche ist das Hauptthema tatsächlich ein bisschen das gute alte Overthinking gesehen. Genau, und der Körper verändert sich immer mega krass. Das ist eigentlich auch etwas, das dich davon befreien kann, dass du deinen Körper allzu fest kontrollieren willst oder dass es dich stresst, wenn du mal eine grössere Hose brauchst oder so. Und das ist aber das Wunderschöne am Körper. Der muss eben nicht überall reinpassen, sondern wir müssen schauen, dass wir Sachen haben, die dran passen, egal in welchem Zustand der Körper gerade ist. Bodybuilding ist für mich hat für mich echt also Parallelen zu Drag. Es ist für mich auch eine gewisse Kunstform, wo man mega fest Grenzen aufbrechen und es geht ein bisschen weg von gesellschaftlichen Normen. Ich sehe es auch so ein bisschen als etwas mega Kreatives. Mein Körper ist für mich wie so ein Kunstprojekt. Jetzt kann ich ein bisschen Hook Grip üben. Ich habe wirklich auch recht schnell mega Freude gehabt. Ich merke, es macht mega Spass, so Gewicht bewegen. Und auch gemerkt, dass ich viel mehr kann, als ich denke. Zum einen, was ich mental durch den Sport alles lernen darf. Und ich merke, es hilft mir in meinem ganzen Leben. Es macht einem selbstbewusster. Du merkst so, ein Gewicht, das ich früher immer Angst hatte, kann ich jetzt. Da merke ich, es ist auch schön, um selber so den Prozess bei sich auch zu sehen. Und zu sehen, wenn man dranbleibt, kommt man auch voran. Und das hat schon mein Bild auf mich selber mega verändert. Also mittlerweile ist für mich der Körper eigentlich wie... Ich weiss, er verändert sich sowieso immer wieder. Also mal bin ich vielleicht ein bisschen breiter, mal ein bisschen schlanker. Und jetzt, wenn ich Freude habe an dem, was ich mache und an dem, was ich kann, ist es wie gar nicht wichtig. Für mich ist das Spiegelbild im Vergleich zu früher etwas viel Positives, weil ich sehe mittlerweile auch meine Arbeit. Ich sehe selber, dass ich mehr Muskeln habe. Und ich freue mich über jedes bisschen mehr Bizeps. Gefährlich. Da. Da sieht schon mal gut aus. Hat es auch Cola Zero. Also Sprite und Fanta würde ich schon noch nehmen. Normal. Violett, das gächte ich doch auch noch. Aber das ist so lila. Dann wäre eher so purple. Pink, du stehst davor. Das ist auch gehypt. Und dann noch der Mango. Ist Pause, Nadine? Nein. Ja, natürlich braucht das die stärkste Frau der Schweiz nicht. Ja. So hebt es mich. Soll den Sack hinter tun und den Gürtel? Danke. Am Anfang habe ich es eigentlich ein bisschen so kennengelernt, dass ich mehr oder weniger die Einzige bin in meinem Umfeld. Ich habe keine anderen Frauen kennt, die liften, die Krafttraining machen. Ich bin darum auch eher ein bisschen als Exotin dadurch betrachtet worden. Jetzt, wo ich aber andere Athletinnen kennengelernt habe und wirklich den Austausch habe mit anderen Frauen, die liften, habe ich gemerkt, dass eigentlich schon viel Toleranz da ist, wenn man sich in den richtigen Kreisen bewegt. Auch von den Männern. Also ich erlebe im Verein und im Verband sehr viel Toleranz und Freude, wenn Frauen liften. Ja. Und Squat, meinst du? Ja, also eigentlich müssten wir 160 angreifen. Da muss im Squat weißt du, dass ich psychisch mich immer unterschätze und da immer so eine Angst habe, die gar nicht da ist. Wo kannst du mich bitte spotten da? Ja. Du weißt, dass ich leicht nach vorne kippe und dass ich die Bewegung habe. Ja, ich helfe dir erst, wenn die Hand auf dir liegt. Ja. Irgendwann so. Also da habe ich noch keine Bedenken. Meinst du? Se prépare Gina Derfer. Auch 13. Die im Gym, manchmal lachen sie mich aus, weil ich sehr viel Selbstgespräch mache.
Und so Pep-Talk to myself. Ich sage, komm, du schaffst das und easy weight. Und es ist schon da, das Mentale an dich selbst zu glauben. An dem muss man jeden Tag arbeiten. Pour Gina Dechter, 152 kg et demi en rack. Va charger 1 minute. Un tonnerre d'applaudissements. Et oui, Gina. Attention à la barre au centre. Première nationale, Gina Dechter. Powerlifting ist nicht nur ein Sport, es ist für mich Ruhe im Kopf nach dem Arbeiten. Es ist aber auch ein Selbstbewusstsein, Booster. Ich habe nicht mehr Mühe, in die Bade zu gehen oder man muss etwas verstecken, sondern das bin ich und ich kenne mein Gerät und das ist mein Gerät und ich weiss, was das kann. Und wenn das jetzt mal 2 Kilo zu viel hat, das 2 Kilo zu viel, I don't care. Ich glaube, ich fühle mich auch am wohlsten, wenn ich in einem Umfeld bin, wo mega diverse Körper aufeinandertreffen. Das fehlt tatsächlich ein bisschen im Bodybuilding. Da bin ich extrem froh um meine Queerness. Ich bin mega froh um meine Menschen außerhalb des Bodybuilding, die mir das noch viel mehr zeigen. Ich finde es irgendwie gut, gegen den Strom zu schwimmen. Irgendwie fühlt es sich empowering an. Weil ich kämpfe nicht gegen meinen Körper, ich finde meinen Körper nicht falsch, ich finde ihn genau richtig, so wie er ist. Ich bin mega positiv überrascht, dass es so ein Event ist, auch für die breite Bevölkerung. Es ist cool, dass alle mitmachen können. Es ist so unterstützend, es ist gar kein Gegeneinander. Es führen alle an. Es sind einfach irgendwie nur Frauen da, wir sind wie so ein bisschen unter uns. Oder so ein Grüppli, ja, so einfach alle zusammen. Ja, irgendwie so alle zusammen. Als ich so mich eingelesen habe, über was der Skilifts Cup eigentlich überhaupt ist, habe ich es voll cool gefunden, dass man halt Frauen auch mal eine Plattform gibt, weil es ist halt ein männerdominierter Sport immer noch. Wir können das auch oder wir dürfen das auch machen und wir sind auch stark. Darum wollte ich sicher an diesem Wettkampf mitmachen und das so ein bisschen supporten. Es ist doch mega cool,
Wenn du dich selber traust und selber immer wieder challengest und merkst, hey, ich kann das gleich und hey, es ist gar nicht so schlimm. Und das kann ich einfach jeder Frau, die da Hemmungen hat, das Herz legen. Mach es gleich. Mach es genau gerade darum. Mach genau das, wo du am meisten Angst davor hast, mach das gerade umso mehr.